Herzlich willkommen zum Develop Forum 2021. Mein Name ist Anke und ich bin die zuständige Produktmanagerin für das Thema Vertragsmanagement. Und in diesem Sinne möchte ich heute einen Vortrag mitbringen, der heißt My Develop Contracts, Vertragsmanagement einfach gestalten. Der Name ist Programm. Ich möchte euch heute zeigen, wie man unser Vertragsmanagement so anpasst, dass es zu eurem Unternehmen passt. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir wollen das Ganze mal in 3 Schritten aufbereiten. Auf der einen Seite wollen wir uns die Develop-Plattform angucken, die eine Menge Funktionalität bietet, damit man unser Vertragsmanagement ergänzen, erweitern kann, so dass es wirklich komplett digitale Vertragsprozesse in eurem Unternehmen gibt. Wir haben dazu das Vertragsmanagement und die Oberflächen. Wir arbeiten mit bestimmten Begrifflichkeiten. Wir brauchen Eigenschaften zu Verträgen. Wie kann man die so anpassen, dass sie zu euren Bedürfnissen passen und zu eurer Begrifflichkeit im Unternehmen? Und last but not least natürlich die Prozesse als solches. Wie kann man ein Vorgangsmanagement verwenden? Ganz einfach, schon als kundiger Anwender, sodass man ganz einfach Prozesse modellieren kann, ohne dass man hier irgendwie auf besonderen technischen Skill oder sogar auf Programmierung zurückgreifen muss. Gut, starten wir durch. Zunächst mit der Plattform. Bevor wir uns aber jetzt über die einzelnen Themen der Plattform unterhalten, vielleicht mal eine kurze Vogelperspektive auf das Sammelsurium all der Funktionen, die man im Rahmen des gesamten Vertragslebenszyklus benötigt. Wenn wir mal klein einsteigen mit der Digitalisierung, dann brauchen wir zunächst erstmal natürlich eine Möglichkeit, Verträge zu verwalten. Das heißt, ich brauche Stammdaten zu den Verträgen, ich muss sie wiederfinden können, ich muss sie ablegen können. Ja, und ich muss natürlich auch die passenden Dokumente dazu ablegen können, sei es Vertragsdokumente oder aber auch Vertragsinformationen, E-Mails, Schriftverkehr, was auch immer zu diesem Vertrag gehört. Und natürlich, ganz im Kern, wir müssen Fristen verwalten können. Wir möchten natürlich proaktiv erinnert werden an unsere Fristen, damit ich auch nicht verpasse, einen Vertrag zu kündigen oder eben ihn zu verlängern. Ja, und das Ganze muss schön in eine Gesamtübersicht eingehen, die mir transparent alle Verträge im Unternehmen zeigt, natürlich immer unter den Berechtigungskonzepten, die gegeben sind. Das wäre sozusagen der erste Schritt in der Digitalisierung eines Vertragsmanagements. Gehen wir mal weiter im Reifegrad, dann kommen wir an den Punkt, viel früher im Vertragslebenszyklus, ich möchte vielleicht Verträge selber erstellen. Das muss natürlich ein Vertragsmanagement auch beherrschen, dass direkt Verträge im System erstellt und weiter bearbeitet werden. Dann kommt natürlich dazu, ich möchte mich mit Aufgaben organisieren. Es gibt ja viele Aufgaben, die dann zu erledigen sind, die wollen passend organisiert werden. Ja, und digitale Akten als solches sind natürlich auch relevant. Nicht nur die Vertragsakte selber, sondern vielleicht auch der übergeordnete Kontext, wie eine Kunden- oder Lieferantenakte. Ja, und dann rutschen wir sozusagen schon in den letzten Teil, in den höchsten Digitalisierungsgrad im Vertragsmanagement. Hier könnten wir zum Beispiel Vorlagen verwenden. Das kann eine einfache Word-Vorlage sein für einen Vertrag, das können aber auch textbausteinbasierte Varianten sein. Dokumente wollen dann auch geteilt werden, weil wir ja auch unsere externen Vertragspartner haben, mit denen ich die Verträge schließe. Das heißt, ich möchte eigentlich das Dokument, was ich erstellt habe, dann auch weiterreichen. Das Ganze soll in einen Gesamtprozess einlaufen, der mir hilft, mein Vertragsmanagement, meine Vertragsmanagementprozesse zu standardisieren. Ja, und dann, last but bestimmt noch nicht least sozusagen, wir wollen digital signieren. Wir möchten wirklich komplett digitale Prozesse gestalten, also nicht mehr ausdrucken, unterschreiben, raussenden und dann kommt das gescannte Dokument zurück oder das Dokument per Post und wird dann gescannt. Nein, wir wollen digital signieren, intern wie auch extern. Ja, und was bedeutet das für die Plattform? Die Plattform bringt unserem Vertragsmanagement eben genau viele Mehrwerte. Zum Beispiel, oh, ich habe was vergessen, Anwendungen integrieren ist natürlich auch noch ein wichtiger Aspekt, denn Stammdaten kommen häufig aus den ERP- oder den CRM-Systemen. Aber wie gesagt, zurück zur Plattform. Das Thema der digitalen Akten ist ein originäres des Dokumentenmanagements und wird sozusagen aus der Plattform direkt für unser Vertragsmanagement bereitgestellt. Das Thema des Teilens von Dokumenten ist auch eines, was aus dem Bereich Dokumentenmanagement kommt und perfekt natürlich in den Kontext von Vertragsmanagementprozessen passt. Und last but not least, digital signieren, also einen Unterschriftenumlauf initiieren oder auch dann wirklich die digitale Signatur qualifiziert aufsetzen. Das ist ein Thema, was uns durch die digitale Signatur aus der Plattform zur Verfügung gestellt wird.
Diese 3 Bereiche möchten wir uns heute mal genauer anschauen. Zunächst also das Thema Aktenbilden. Vertragsmanagement kann eben genau durch diese Funktion des Aktenbildens massiv erweitert werden. Im Standard würde das erstmal so aussehen. Hier haben wir unser Vertragsformular. Dort können wir immer direkt in die Aktenstruktur reingehen. Das heißt, wir sehen heute schon im Standard, so wie die Software installiert wird, dass wir unterschiedlichste Einzelverträge zu einem Rahmenvertrag zuordnen können. Wir haben hier einfach mal das Beispiel unterschiedlichster Projekte, IT-Projekte, die Sie vielleicht mit einer Develop AG angehen, und diese sind dann wiederum in den passenden Rahmenvertrag eingehängt. Das Ganze würde sozusagen dann im Standard so aussehen. Ein Rahmenvertrag, darunter diverse Einzelverträge. Da das Ganze aber auf Basis eines Dokumentenmanagements läuft, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Ihr System anzupassen, euer System anzupassen. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, den Vertrag in die Lieferantenakte einzuhängen. Oder aber wir haben die Signaturen. Wir haben hier zum Beispiel einen Einzelvertrag. Ich möchte eine Signatur einführen und dazu gibt es ein IT-Projekt. Das heißt, man könnte auch diese Einzelvertragsakte in die Projektakte einhängen. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Wir haben vielleicht eine Bestellung ausgelöst zum Thema digitale Signatur, nämlich eben für dieses Projekt, für die Dienstleistung, für die Software. Und das kann natürlich ganz einfach in die Einzelvertragsakte eingehängt werden. So bekomme ich als Anwender immer einen Gesamtblick auf die Verträge und kann hier wirklich unterschiedlichste Verknüpfungen abbilden. Dann kommen wir schon zum zweiten Teil. Was passiert also, wenn ein Vertrag erstellt worden ist und ich möchte ihn gerne mit meinem Geschäftspartner teilen, mit meinem Vertragspartner? Dann nutze ich die Möglichkeit, Dokumente zu teilen. Das ist relativ einfach. Wir kommen also hier auch wieder aus unserem Vertragsformular, schnappen uns das relevante Dokument, das ist jetzt hier in diesem Fall unser Vertrag, den ich fertiggestellt habe, und den möchte ich gerne mit extern teilen. Es gibt immer auf der rechten Seite die entsprechenden Funktionen dazu. Ich sage jetzt extern teilen, ganz einfach. Ich gebe noch an, was darf der Externe jetzt tatsächlich, also mein Vertragspartner, damit tun. Und schon wird mir sowohl eine URL, also ein Link auf dieses Dokument zur Verfügung gestellt, als auch die Möglichkeit, direkt eine E-Mail zu erzeugen. Diese E-Mail kann ich nun an meinen Vertragspartner senden oder an generell jeden externen Partner. Gut, machen wir mal den Perspektivenwechsel. Das heißt, wir schauen uns an, wie das Ganze bei unserem externen Vertragspartner aussieht. Der bekommt ja diese Mail. Die sieht dann genau so aus, ist angekommen und der Partner klickt einfach nur auf diesen Link und bekommt jetzt in einer besonderen Ansicht unser Dokument zur Verfügung gestellt. Hier ist also genau unser Vertrag und man sieht, man kann das Dokument herunterladen, man kann es aber auch bearbeiten, also eine neue Version hochladen, die Details ausblenden. Also alles, was man jetzt eigentlich benötigt, damit man als Externer sozusagen sich den Vertrag anschauen kann, aber eventuell auch eine neue Version hochladen kann. Ja, das war eigentlich schon unser Bereich Dokumente teilen. Und dann können wir in den dritten Schritt gehen. Die Signaturen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Immer wichtiger, dass auch wirklich Signaturen digital erfolgen, weil es einfach viel einfacher ist. Wie einfach das ist, werden wir jetzt sehen. Auch hier, zentraler Dreh- und Angelpunkt ist immer unser Vertragsformular. Ich schnappe mir aus der Aktennavigation das Dokument, also auch hier wieder unser Vertragsdokument. Und was mache ich dann? Es gibt auf der rechten Seite die Möglichkeit, einen Unterschriftenumlauf zu erzeugen. Das heißt, ich lege im Grunde fest, wer hat dieses Dokument zu unterschreiben und in welcher Form hat er es zu unterschreiben. Ich kann bis hin zur qualifizierten Signatur gehen. Das wollen wir hier in dem Beispiel auch mal zeigen. Wir nehmen jetzt 2 Personen, die diesen Vertrag unterschreiben müssen. Das ist hier zum einen meine Wenigkeit, damit ich auch gleich schön die Signatur aufbringen kann. Und wir haben jetzt nochmal den Herrn Frank hinzugefügt, damit man auch schön sieht, es kann natürlich ein kompletter Umlauf werden. Ja, so einfach ist der Unterschriftenumlauf angelegt und schon werden die Zeichner auch informiert. Das sieht dann wie folgt aus, also Perspektivenwechsel. Ich möchte jetzt unterzeichnen. Ich schnappe mir meine Unterschriftenmappe. Und da habe ich auch schon genau die Möglichkeit, diese Signatur aufzubringen. Ich komme also jetzt auf das Dokument. Ich habe die Möglichkeit, mir das Dokument selber anzuschauen. Ich will ja wissen, was ich zeichne.
Aber wenn ich noch mehr Kontext brauche, mir das Dokument als solches nicht ausreicht, dann kann ich auch in den gesamten Vertragskontext abspringen. Das heißt, ich komme wieder in mein Formular und da sind vielleicht alle relevanten Informationen, die mir sagen, mit welchem Risiko eigentlich dieser Vertrag verbunden ist. Und wenn ich das alles geklärt habe und gesagt habe, ich möchte zeichnen, ja, dann klicke ich auf Unterzeichnen. Und dann kommen wir sozusagen in den Schritt, der dann auch gleich in die qualifizierte Signatur eingeht. Man bringt also hier die Signatur auf, also hier auch wirklich mit Bild. Und schon geht die Signatur auf. Hier mal ganz einfach gemacht, eine TAN angefordert. Man muss sich vorstellen, da liegt dann halt das Handy daneben. Die TAN kommt aufs Handy, wird eingegeben. Ja, und dann ist es eigentlich schon durch. Man sieht gleich, jetzt wird die Signatur durchgeführt, das Bild ist aufgebracht worden und schon bin ich fertig. Ich kann jetzt dieses Dokument verlassen, weil das ist ja jetzt signiert und wird auch so im Unterschriftenumlauf gekennzeichnet. Also ja, erfolgreich, fertig. So einfach sieht es aus, wenn man digitale Signaturen einsetzt. Ja, wir haben jetzt gesehen an 3 Beispielen, was eigentlich die Develop-Plattform für uns tun kann, wenn wir Vertragsmanagement einsetzen. Es gibt sicherlich noch vieles mehr, was diesen Rahmen sprengen würde. Aber von Aufgaben verwalten, über Unterschriften einholen, wie wir es gerade gesehen haben, bis hin zu Vertragsvorlagen, Prozessmodellierung, Dokumente erfassen, all das und vieles mehr ist möglich und sorgt dafür, dass Ihr Vertragsmanagement wirklich sukzessive ausgebaut werden kann. Da sind wir schon beim zweiten Teil. Meine Verträge. Wie kann unser Vertragsmanagement so angepasst werden, dass es wirklich in den Unternehmenskontext passt? Das möchten wir uns an 2 Bereichen einmal anschauen. Jedes Unternehmen hat eigene Vertragstypen. Und zu den Vertragstypen gehören in der Regel auch eigene Stammdaten. Das heißt, die sich auch unterscheiden von Vertragstyp zu Vertragstyp. Wir wollen also mal schauen, wie das konfiguriert werden kann, also wie man hier individualisieren kann durch Konfiguration. In dem zweiten Teil wollen wir nochmal schauen, wie sieht das aus, wenn ich sozusagen eigene Formulare, vielleicht auch eigene Anwendungen mit in das Vertragsmanagement hineinbringen will. Das werden wir uns unter meine Erweiterung anschauen. Gut, starten wir durch. Wir müssen jetzt tatsächlich mal die Brille des Fachadministrators aufsetzen. Das heißt, derjenige, der dafür sorgt, dass das System halt passend konfiguriert ist, damit der normale Anwender damit arbeiten kann. Dafür gibt es eigene Oberflächen. Hier sind wir in der Prozessmodellierung und im Vertragsmanagement können wir dann eben einen neuen Vertragstypen anlegen. Beispielhaft legen wir hier mal einen Leasingvertrag für Fahrzeuge an. Und man sieht, alle für das Vertragsmanagement definierten Stammdaten werden hier schon angezeigt. Und das ist wirklich total einfach zu sagen, welche sollen mir für diesen Vertragstyp angezeigt werden. Man sieht hier auch gerade, ich habe die Reihenfolge verändert. Auch das ist möglich. Und so einfach sage ich, Stammdaten rein, Stammdaten raus. Und jetzt auch tatsächlich der direkte Wechsel. Ich kann direkt nach dieser Konfiguration, ich bin jetzt wieder auf Anwenderseite, einen neuen Vertrag anlegen zu einem Vertragstypen, den es ja bis vor einer Minute noch gar nicht gab. Also lege ich hier den Leasingvertrag für unser Fahrzeug an. Ich muss natürlich einmal jetzt den Vertragstyp wechseln und dann kann man unten auch sehen, die erweiterten Stammdaten verändern sich. Nämlich, es werden genau die 4 Stammdaten angezeigt, die wir gerade definiert haben in der Konfiguration. So einfach sieht das Ganze aus, wenn man neue Vertragstypen haben möchte und wenn man insbesondere auch sehr flexibel dann in den erweiterten Stammdaten sein will, also in den Eigenschaften, die man zu einem Vertrag pflegt. Gut, und dann sind wir auch schon im zweiten Teil. Wie sieht das mit Erweiterungen aus? Ich schnappe mir jetzt mal ein Beispiel aus dem Dokumentenmanagement. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie so eine neue Akte erzeugt werden kann. Also wirklich Developed Documents, also Dokumentenmanagement Basis. Kennen Sie wahrscheinlich alle, wenn Sie heute schon Developed Documents einsetzen. Ich lege eine ganz einfache Akte an, vielleicht hier für das Develop Forum, wo ich alle meine Dokumente hineinlegen kann, speichere das, kann mir die Akte anschauen. Da ist jetzt natürlich noch nichts drin, ganz einfach. Ich habe jetzt einfach nur eine Akte erzeugt. Jetzt kann man natürlich sagen, ach, vielleicht brauche ich genau diese Funktion innerhalb meines Vertragsmanagements, weil ich, wenn ich einen Vertrag angelegt habe, vielleicht weitere Unterakten anlegen möchte. Und wenn ich das tun möchte, dann kann ich ganz einfach diese Oberflächen, also ein Stückchen Anwendung, in die Oberflächen des Vertragsmanagements holen.
Ganz einfach. Auch hier, wir brauchen wieder unsere Konfiguration. Und dort gehen wir jetzt mal nicht in die Prozessmodellierung, sondern es gibt einen Bereich, der heißt Detailreiter. Das ist genau dieses spezifische Formular. Da muss man wirklich nicht viel konfigurieren. Der Detailreiter bekommt einen Namen, nämlich hier Aktenerstellung. Das merken wir uns mal. Es muss eine URL hinterlegt werden. Ja, ich muss gucken, wo ich sozusagen diese Oberfläche erreiche. Ich sage noch, wie hoch das Ganze sein soll. Und ich kann noch sagen, welches Icon angezeigt werden soll. Da gibt es ein bestimmtes Set mit Namen. Und dann sehen Sie auch schon rechts, da ist einfach so ein Icon mit einer neuen Akte. So, wir haben jetzt diese Konfiguration direkt vorgenommen. Und jetzt wieder gehen wir direkt in den neuen Vertrag und sehen, da ist ein neuer Bereich. Der heißt Aktenerstellung. Und der bietet mir genau diese Oberflächen an. Und ich hoffe, ihr nehmt wahr, wie einfach das ist und dass man das wirklich als kundiger Anwender oder Fachadministrator wirklich sehr schnell und sehr leicht erledigen kann. Ja, damit wären wir beim dritten Teil, meine Prozesse. Unser Vertragsmanagement integriert ja ein Vorgangsmanagement. Und dieses Vorgangsmanagement ist eigentlich dazu gedacht, dass sehr einfach auch kleine Prozessketten abgebildet werden können. Und zwar sozusagen im Self-Service-Ansatz. Das soll im Grunde jeder tun können, ja, der in einer gewissen Form geschult ist. Das wollen wir uns mal anschauen, wie einfach das wirklich ist. Nehmen wir also das Thema meine Prozesse und das Beispiel unserer Leasingverträge. Wir gehen also mal davon aus, dass unser Leasingvertrag zu dem Zeitpunkt, wo er abgeschlossen ist, dann kriegt er den Status gültig, dann soll eine Aufgabe erzeugt werden, und zwar automatisch, dass die Fahrzeugübergabe geplant wird. Und wenn die geplant ist, dann soll natürlich im Anschluss eine Aufgabe erzeugt werden, dass der Mitarbeiter informiert wird. Also wirklich eine ganz simple Kette von: Wenn der Vertrag gültig ist, dann Aufgabe A und danach Aufgabe B. Genau das wollen wir jetzt einmal gemeinsam konfigurieren. Wir sind hier jetzt wieder in der Konfigurationsoberfläche im Bereich der Prozesse und aus dem Status gültig heraus, wir haben ja eben gehört, das soll passieren, wenn der Vertrag gültig geworden ist, sagen wir jetzt, wir möchten die Fahrzeugübergabe planen. Das ist der Name der Aufgabe. Diese Aufgabe bekommt natürlich wieder die Anke Fortmann. Und sie soll immer nur dann ausgeführt werden, wenn wir über einen Leasingvertrag reden, also bei keinem anderen Vertragstypen. Jetzt definieren wir noch, wie schnell sozusagen die Frist eintritt, wenn eine Aufgabe neu erzeugt worden ist. Und wir sagen, diese Aufgabe soll automatisch erzeugt werden, und zwar sobald der Vertragsstatus gültig erreicht ist. Also wirklich eine ganz logische Eingabe. Und dann ist die Aufgabe schon fertig, ich erstelle direkt die nächste Aufgabe. Wir wissen, das ist unsere Nachfolgeaufgabe. Ich möchte den Mitarbeiter informieren. Deswegen heißt die Aufgabe natürlich Mitarbeiter informieren. Der Einfachheit halber mache ich das natürlich wieder. Wir schauen uns an. Die Aufgabe soll jetzt auch wieder mit einer Frist versehen werden. Die soll nämlich in 3 Tagen erledigt sein und es wird auch direkt daran erinnert. Sie soll wieder automatisch erstellt werden, aber jetzt unter einer anderen Bedingung, nämlich dass der Vorgänger, also unsere Vorgängeraufgabe, die wir gerade angelegt hatten, dass die erledigt ist. Und so haben wir jetzt unsere 2 Aufgaben in einer Prozesskette erstellt. Auch hier direkter Wechsel jetzt wieder zum Anwender, der diesen Prozess jetzt nutzen möchte. Ich gehe also jetzt hin, lege einen neuen Vertrag an. Dieser Vertrag ist natürlich ein Leasingvertrag und wir werden gleich sehen, den packen wir natürlich direkt in den Status gültig, damit unsere Prozesskette, so wie eben definiert, auch direkt loslaufen kann. Also Status gültig und schwupp, wir erstellen den Vertrag. Und jetzt können wir direkt sehen, das wird mal einmal runtergescrollt, wir können hier direkt sehen, dass die Aufgabe Fahrzeugübergabeplan erstellt worden ist. Jetzt erledigen wir sie und prompt wird direkt im Nachgang die Aufgabe Mitarbeiter informieren erstellt. Man sieht, einfache Prozessketten, sehr schnell dargestellt und tatsächlich so, dass es eigentlich jeder kann. Also es reicht wirklich, ganz normale Anwenderkenntnisse zu haben. Es braucht keinen besonderen technischen Skill und ganz und gar nicht irgendeinen programmatischen Skill oder Programmierskill. Gut, fassen wir mal zusammen. Wie kann man eigentlich unser Vertragsmanagement zu eurem Vertragsmanagement machen? Wie kann man unser Vertragsmanagement individualisieren? Wir haben gesehen, zum einen, indem man die vielen, vielen Möglichkeiten, Funktionen und Produkte aus der Develop-Plattform nutzt, damit man wirklich durchgängig digitale Prozesse im Vertragsmanagement gestalten kann.
Wir haben gesehen, dass man die Oberflächen, die Begrifflichkeiten, Vertragstypen und sicherlich vieles mehr, was wir jetzt heute hier nicht uns anschauen konnten, dass man die sehr leicht konfigurieren und einstellen kann. Und last but not least, ganz wichtig, wir können wirklich selber als Anwender, als Fachadministrator, also als derjenige, der die Hoheit über die Prozesse im Unternehmen hat, Prozesse erstellen. Ganz einfach durch Konfiguration im Self-Service-Ansatz. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um wirklich ein Vertragsmanagement für das eigene Unternehmen rund und zu seinem eigenen zu machen. Ja, wie sieht das nun aus? Was bringen wir im Vertragsmanagement eigentlich demnächst noch? Und was haben wir vielleicht gerade released? Also was sind unsere Neuerungen und was habt ihr als Kunde davon? Also ich glaube, auf der einen Seite haben wir gerade eine sehr schöne Funktion gesehen, die wir jetzt mittlerweile schon in der Software drin haben. Das ist also schon released, die Konfiguration von individuellen Eigenschaften je Vertragstyp. Wer das Vertragsmanagement schon länger im Einsatz hat, weiß, dass wir früher da nicht konfigurativ unterwegs waren, sondern dass man da tatsächlich in Programmierung rein musste. Insofern ist das, glaube ich, ein Mega-Benefit, um auch schnell sozusagen Vertragsmanagement auf die Straße zu bringen, Aufwände zu reduzieren, aber auch schnell anpassen zu können auf die eigenen Unternehmensbedürfnisse. Der zweite Teil ist, wir haben einen automatischen Wechsel des Vertragsstatus bei Erreichen des Vertragsendes eingefügt. Langer Text soll bedeuten, wir unterstützen euch hier auch bei der Automatisierung. Also wenn das Datum des Vertragsendes erreicht ist, dann können wir im Hintergrund schauen, okay, das Vertragsende ist erreicht und dann setzen wir einen Status, den ihr selber im Unternehmen definieren könnt. Denn wir können ja so ein Statusmodell auch ganz individuell anpassen. Und insofern kann sozusagen der Status, der dann erreicht wird, auch individuell sein. Aber das ist dann auch sehr einfach möglich im System zu hinterlegen. Ja, und was haben wir noch gemacht? Wir haben alle Eingabefelder optimiert. Das ist so ein Rundumschlag sozusagen, den man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, aber wenn man mal in die Software reingeht und vielleicht auch häufig etwas erfasst, dann wird man sehen, dass wir die Eingabefelder vereinheitlicht haben, vor allem im Hinblick auf, ja, wie verhalten sie sich eigentlich, wie werden sie geklickt. Sie sind vor allem aber dadurch auch schneller geworden, das heißt, ich bin schneller in der Erfassung und wir haben uns dabei gleichzeitig darum gekümmert, dass die Tastatureingabe verbessert ist, also mit Tab durchzugehen und dann entsprechend auch die Auswahl zu treffen. Das ist jetzt alles sozusagen über Tastatursteuerung möglich und sicherlich für die Vielerfasser unter euch eine wichtige Funktion. Ja, dann haben wir gerade auch gesehen, wir haben dafür gesorgt, dass wir unsere Vertragsakten in den Unterschriftenumlauf integrieren können. Das hängt einfach damit zusammen, dass so ein Unterzeichner, der steht da und kriegt dann einfach nur das Vertragsdokument und weiß vielleicht gar nicht, hey, welches Risiko steckt da drin? Und er ist ja im Grunde verantwortlich dafür, fürs Unternehmen zu schauen, welches Risiko gehe ich mit diesem Vertrag ein. Und da manchmal das Dokument selber nicht reicht und man sich vielleicht auch nicht in die Tiefen des langen Vertragswerkes hineinbewegen will, ist es ganz wichtig, sozusagen auf das Vertragsformular, also in den Gesamtkontext des Vertrages wechseln zu können, um dort gezielt die Informationen zu finden und auch schnell zu finden, die ich brauche, um zu realisieren, ja, den kann ich jetzt unterschreiben, guten Gewissens, oder den kann ich eben nicht unterschreiben. Oder ich muss vielleicht noch mit Kollegen Rücksprache halten. Genau das haben wir auch gerade gesehen und ich glaube, das wird uns unglaublich helfen, um so einen gesamten Zeichnungsprozess besser und sicherer aufzusetzen. Ja, und wo sind wir gerade noch aktuell dabei? Das ist eine Funktion, die noch nicht released ist, aber bei den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, immer eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Heute kann man ja Fristen im Vertragsmanagement immer nur für den Vertragsvorgang anlegen, nicht an dem einzelnen Dokument. Diese Barriere, die werden wir aufheben. Das heißt, es wird zukünftig die Möglichkeit geben, Fristen an das Dokument zu hängen, also auch zum Beispiel an den Vertrag oder an andere Unterlagen. Aber noch viel mehr, wir werden daraus eine generischere Funktion machen. Generisch heißt in diesem Fall, diese Funktion wird für beliebige Akten und Dokumente, also beliebige Kategorien im D3-System, im Developed Documents, zu konfigurieren sein oder anwendbar sein. Wir sind gerade dabei, die ersten Schritte zu gehen. Wer Lust hat, sich mal anzuschauen, was wir da bisher gemacht haben, wie das aussieht und wer Lust hat, uns Feedback zu geben zu dieser Funktion, damit wir das auch wirklich so ausgestalten können, dass es am Ende wirklich sitzt, der darf sich gerne und herzlich gerne an mich wenden. Wir können uns die Software anschauen und dann sieht man auch da, was kommt.
An mich wenden, das ist jetzt noch das Stichwort zum Schluss. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Ja, und last but not least, hier sind meine Kontaktdaten, kommt gerne auf mich zu, damit wir gemeinsam schauen können, wie ihr unser Vertragsmanagement zu eurem Vertragsmanagement macht. Tschüss!